Herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion von Kali Feminists zum Thema Gerechtigkeit für Henna, zur aktuellen Situation von Feminiziden in Deutschland. Mein Name ist Lisa, ich bin auch Teil der Gruppe Kali Feminists und ich leite euch heute durch diesen Abend. Wir haben ganz tolle Gästinnen, worüber ich sehr froh bin, dass wir auch trotz der Corona-Situation das alles gemanagt haben, dass sie heute mit uns dabei sind. Und zwar sprechen wir mit Dr. Delal Altmadja. Sie ist Geschäftsführerin von DAMIGRA, das ist der Dachverband der Migrantinnenorganisationen hier in Deutschland. Wir haben sie im Vorhinein zu Feminiziden befragt. Das werdet ihr dann sehen, wenn wir auch Videos von ihr einblenden. Heute direkt live mit dabei sind Christine Fischer von BIG, das ist die Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen. Sie ist dort Koordinatorin für schutzbedürftige Personen, die von Gewalt betroffen sind. Und außerdem sprechen wir auch mit Ronska Grimm. Sie ist Anwältin, unter anderem arbeitet sie zu den Schwerpunkten Gewaltschutzgesetz und Strafgesetz. Ja, aber alle drei werden sich auch noch mal selber vorstellen im Nachgang und da werdet ihr noch mehr über sie erfahren. Eins vorab ist für uns sehr wichtig, und zwar die Frage, warum sprechen wir heute überhaupt über Feminizide? Was sind überhaupt Feminizide und warum machen wir das zum Thema? Also Feminizide sind Morde, die an Frauen begangen werden, weil sie Frauen sind. Und uns ist das Thema so wichtig, weil es absurd ist, dass Deutschland in diversen Hilfspaketen sehr viel Geld investiert, um das Morden an Frauen in anderen Ländern zu bekämpfen, aber seine eigenen Feminizide überhaupt nicht anerkennt, die auch hier in Deutschland stattfinden. Denn es ist tatsächlich so, dass jeden dritten Tag hier in Deutschland auch eine Frau ermordet wird, oft von ihrem Partner oder Ex-Partner. Und wir finden, dass es absolut nötig, auch in Deutschland über diese Situation zu sprechen und auch Feminizide auch als Strafbestand anzuerkennen. Und unter diesen Frauen, die natürlich betroffen sein können von Gewalt und diese Gewalt, die natürlich dann auch bis zum Mord führen kann, kann man sagen, es sind alle Frauen, die betroffen sein können. Aber unter diesen Frauen gibt es eben eine Personengruppe, die natürlich auch super heterogen ist, aber zusätzlich auch noch von Rassismus betroffen ist. Und deswegen möchten wir uns auf diese Frauen beschäftigen, die nicht nur sexuelle Gewalt und Gewalt erfahren, sondern eben auch strukturellen Rassismus. Und das ist auch hier der Fokus in unserer Veranstaltung. Das ist ganz wichtig vorab zu sagen, damit ihr wisst, warum wir uns eben auf diese Frauen fokussieren. Bevor wir mit der Diskussion jetzt aber starten, gebe ich das Wort an Rebecca und Jen. Auch sie sind Mitglieder, Genossinnen von Kali Feminists und sie geben uns gleich einen Abriss zur aktuellen Situation auch zu Feminiziden in Deutschland, aber vor allem sprechen sie auch über den Fall von Henna, denn Henna ist eine Frau, die auch dem Feminizid zum Opfer viel getötet wurde und ihr ist auch heute diese Veranstaltung gewidmet. Und deswegen bitte ich jetzt Rebecca und Jen auf die Bühne. Henna selbst war vor 5 Jahren, als sie 17 war, aus Eritrea nach Deutschland gekommen. Und wir alle wissen, dass die ehemalige italienische Kolonie in Sachen Menschenrechte ein extrem repressiver Staat ist. Sexuelle Gewalt, Folter und Zwangsarbeit sind dort an der Tagesordnung. Oppositionelle verschwinden einfach spurlos und jeden Monat fliehen Tausende von Menschen aus dem Land. Henna hatte dann ihr Heimatland Eritrea verlassen, weil sie sich ein sicheres Leben und eine sichere Zukunft gewünscht hatte. Also etwas, was für die meisten von uns selbstverständlich ist. In Leverkusen dann hatte sie angefangen, ihr neues Leben aufzubauen. Sie hatte einen Sprachkurs besucht, war also dabei, Deutsch zu lernen. Und sie hatte auch von einem guten Job und später von einem Familienleben geträumt, woraufhin sie gearbeitet hatte. Aber irgendwann musste dann ein ihr unbekannter 47-jähriger Mann auf sie aufmerksam geworden sein und konnte anscheinend auch nicht mehr von ihr loslassen. Ihre Freundinnen erzählen, dass der Mann Henna über Monate hinweg täglich Nachrichten und E-Mails geschickt hatte
und sie auch ständig anrief, bis diese Kontaktversuche dann irgendwann zu aggressiven Drohungen wurden, weil Henna nicht darauf reagieren wollte und auch ganz klar einen Kontakt mit ihm abgelehnt hatte. In dieser Zeit hatte Henna natürlich in extremer Angst gelebt. Sie war immer eingeschüchterter und auch generell in ihrem Leben komplett eingeschränkt, weil der Mann immer wieder auf sie gelauert hatte, egal wohin sie sich auch bewegen wollte. Im April in diesem Jahr hatte der Mann dann wieder auf sie gelauert und sie aber diesmal mit einem Hammer bedroht, wo er sie ultimativ dazu aufgefordert hatte, ihn zu heiraten, weil er ihr sonst was antun würde. Und das war dann natürlich der Moment, wo Henna wusste, dass ihr Leben ernsthaft in Gefahr war. Deswegen ist sie dann zur Leverkusener Polizei gegangen, um Hilfe zu bitten. Aber als sie dann von dem Vorfall berichtet hatte und den PolizistInnen sogar hunderte von Textnachrichten gezeigt hatte, in dem ganz klar hervorging, dass ihr Leben in Gefahr war, meinten die PolizistInnen nur zu ihr, dass sie ihr nur helfen können, wenn sie eine Strafanzeige erstellen würde. Das hatte Henna aber natürlich abgelehnt, weil sie nicht wusste, ob die Polizei sie wirklich beschützen könnte, falls der Mann von der Strafanzeige erfahren und dann erst richtig wütend werden würde. Deswegen ist sie dann von der Polizeistation gegangen, ohne dass irgendwelche weiteren Übereinkünfte getroffen wurden, was ihren Schutz anging. Am 3. Juli dann ist Henna zum Einkaufen aus dem Haus rausgegangen. Als sie zurückgekehrt ist, hat der Stalker bereits in ihrem Hauseingang auf sie gewartet und als er sie dann gesehen hatte, ist er auf sie zugerannt und hat sie dann zu Boden gerissen. Mit einem Messer hat er dann mehrfach auf sie eingestochen und ist danach weggerannt. Henna ist dann noch am selben Ort gestorben. Am nächsten Tag wurde der Täter dann von der Polizei wegen Mordes gefasst. Aber wir wissen, dass es ein Feminizid war. Denn Henna hatte ihr Leben verloren, einfach aufgrund der Tatsache, weil sie eine Frau war, die keinen Unbekannten heiraten wollte und dieser Unbekannte das einfach nicht akzeptieren konnte. Und eigentlich können wir sagen, dass Henna ermordet wurde, weil sie über ihr Leben selbst bestimmen wollte. Die Freundin von Henna wendet sich mit einer Bitte an die Öffentlichkeit. Sie sagt: Ich möchte, dass Hennas Tod nicht umsonst war. Politik, Gesellschaft und Justiz müssen das Stalking-Gesetz überprüfen. Das ist eine Lücke, die geschlossen werden muss. Es muss viel früher als bisher im Sinne des Opfers und nicht im Sinne des Täters gehandelt werden. Denn es ist so, dass die Polizei erst dann von Amts wegen handeln kann, wenn es schon fast zu spät ist. Nur wenn das geändert wird, kann vielleicht das Leben anderer Frauen zukünftig gerettet werden. Und wir fragen uns, warum hat die Polizei Henna die Hilfe verwehrt oder nicht zumindest anderweitig geholfen? Warum haben sie ihr nicht zum Beispiel andere Hilfsstrukturen ans Herz gelegt, wie die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt in Leverkusen, obwohl sie besonders schutzbedürftig war als Frau, die nicht die nötigen Ressourcen besaß, um sich einerseits selbst zu schützen und andererseits Schutz wahrzunehmen. Und obwohl die Polizei gesehen haben muss, wie viel Angst Henna gehabt hatte. Und letztendlich müssen wir uns auch die Frage stellen, ob ihr nicht geholfen wurde, weil sie eine Nicht-Deutsche und nicht weiß war. Weil wir da nämlich Ähnlichkeiten auch zu anderen Fällen erkennen. Hennas Fall war kein Einzelfall. Wie Lisa schon gesagt hat, findet in Deutschland jeden 3. Tag ein Feminizid statt. So gibt es zum Beispiel die Geschichte von Rita Obur Oyunge. Sie wurde im Juni 2019 als 32-jährige Kenianerin in einem Waldstück in der Nähe des Geflüchtetenlagers Hohenleipisch tot aufgefunden. 2 Monate war sie bereits vermisst gewesen. Die Polizei hatte angegeben, seit Ende April umfangreiche Suchaktionen und Ermittlungen eingeleitet zu haben. Seit 7 Jahren war sie in Deutschland und wartete auf eine Entscheidung in ihrem Asylverfahren. Deutsche Asylgesetze haben sie gezwungen, in Isolation in einer Unterkunft zu leben. Am 10. Oktober 2019 wird eine 24-Jährige in Frankfurt am Supermarkt von ihrem Ex-Lebensgefährten, einem 44-Jährigen, durch 35 Messerstiche am ganzen Körper ermordet.
Am 25. Februar 2020 wird die Jesidin Onalia Chendi von ihrem Ehemann vor den gemeinsamen Kindern in ihrer Wohnung ermordet. Die Familie war vor dem IS aus Schengal geflohen. Ebenfalls im Februar 2020 sind Homa Zaher und ihre 9-jährige Tochter Tajala in ihrer Wohnung in Berlin-Marzahn erstochen aufgefunden worden. Der Vater des Kindes und Ehemann hat sie gefunden. Der Täter ist unbekannt, mögliche Motive jedoch Rassismus und Frauenfeindlichkeit. Die Familie war erst 2015 aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. Am 15. April 2020 wird Besma A. von ihrem Ehemann in Einbeck in Niedersachsen erschossen. Am 2. Juli 2020 wird eine 23-jährige Frau bei Oberrimbach leblos an einem Waldstück aufgefunden. Es ist davon auszugehen, dass ihr ehemaliger Lebensgefährte sie ermordet hat. Wie unsere Genossin Jen schon erzählt hat, ist Hannah am 3. Juli diesen Jahres von ihrem Stalker ermordet worden. Am 10. Juli 2020 wird eine 23-jährige Frau in Nürnberg getötet. In welcher Beziehung der 26-jährige Mörder zu ihr stand, ist nicht klar. Am 9. Oktober 2020, in diesem Monat, ereignet sich ein tödliches Ehedrama in Regensburg. Ein Mann geht zur Polizei und gesteht, seine Ehefrau ermordet zu haben. Er wird festgenommen. Am 11. Oktober 2020 wird in Duisburg eine 14-Jährige in einem abbruchreifen Haus unter einem Berg aus Schutt vergraben, tot aufgefunden. Tatverdächtig ist ihr gleichaltriger Freund, der sich desorientiert in der Nachbarstadt Düsseldorf aufgehalten hat. Er gesteht, etwas mit der Tat zu tun zu haben, verheddert sich dann jedoch in Widersprüche. Am 12. Oktober 2020, vor wenigen Tagen, ist eine 46-jährige Frau in Nürnberg Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Anwohner hatten Schreie aus einer Wohnung im Stadtteil Gibitzenhof gehört und hatten die Polizei verständigt. Diese war wenige Minuten später eingetroffen und hatte die Frau erstochen in ihrer Wohnung aufgefunden. Ihr tatverdächtiger Ehemann macht keine Angaben. Diese Fälle haben ein Muster. Es sind ehemalige oder derzeitige Partner, Ehemänner, Lebensgefährten oder andere Männer in der nahen Umgebung, die sich das Recht herausnehmen, ihre Ex- oder derzeitigen Frauen, Partnerinnen oder andere Frauen in ihrer Umgebung zu töten. Sie nehmen ihnen das Leben. Es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt aber auch Unterschiede, zum Beispiel in den Lebensbedingungen und im Umgang mit den Opfern. Aus diesen Gründen fordern wir, dass Feminizide als solche klar benannt werden, dass sie als Straftatbestand anerkannt werden. Wir fordern das Recht auf kostenlose, mehrsprachige rechtliche Unterstützung sowie kostenlosen Zugang zu unterstützenden Strukturen, wie zum Beispiel Frauenhäusern. Dafür müssen diese Strukturen ausgeweitet und finanziert werden. Wir fordern das rassistische Narrativ, das auf der einen Seite von Beziehungsdramen, Ehedramen und Familientragödien und auf der anderen Seite von Ehrenmorden spricht, abzuschaffen, sowie die gesellschaftlichen Strukturen, die das Zirkulieren dieses Narrativs überhaupt erst ermöglichen, grundlegend zu verändern. Und wir fordern ebenfalls die gesellschaftlichen Strukturen, die Cis-Frauen, Transfrauen, weiße Frauen als nicht weiß gelesene Frauen, migrantische und geflüchtete Frauen mit oder ohne Staatsbürgerschaft überhaupt erst in eine so vulnerable Situation bringen, grundlegend zu verändern. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jan und Rebecca, für die Darstellung der Geschehnisse und auch für die Erklärung zu Hannahs Fall. Wir werden jetzt auch auf einige Aspekte, die ihr schon angesprochen hattet, jetzt näher eingehen. Bevor wir nun mit dem Podium beginnen, würde ich alle 3 Gästinnen jetzt kurz bitten, sich vorzustellen. Ihr seht als erstes ein kleines Video von Delal, der Geschäftsführerin von Damigra, die sich hier vorstellt. Ja, Damigra wurde im Herbst 2014 aus der Not heraus gegründet, denn es war zwingend notwendig, Bedarfe der Migrantinnen sichtbar und hörbar zu machen. Der Weg ist bis zur Gründung zwar sehr langwierig gewesen, weil migrierte und geflüchtete Frauen in diesem Land erst dann sichtbar werden, wenn sie als Täter oder als Opfer gesehen werden sollen.
und damit auch natürlich immer wieder instrumentalisiert. Damiga geht den Weg von der Opferrolle weg, dass Migrantinnen eben nicht nur oder geflüchtete Frauen nicht nur als Opfer gesehen werden, sondern Frauen, die eben hier leben, geboren sind oder zuwandern, mit Ressourcen ausgestattet sind. Und wichtig ist, dass eben diese Ressourcen gesehen werden. Wir sind als Wissenschaftlerinnen, als Medienmacherinnen, als Ärztinnen, als Gestalterinnen in dieser Gesellschaft und als solche Akteurinnen wollen wir auch gesehen werden, und zwar tagtäglich. Die Kämpfe, die Migrantinnen, die seit Jahrzehnten eben in diesem Land geführt haben, um Gleichberechtigung, um Chancengleichheit zu erreichen in der Gesellschaft, blieben und bleiben nach wie vor in der Gesellschaft unsichtbar. Und genau diese Kämpfe sichtbar zu machen und hörbar zu machen und auf der anderen Seite einen gleichberechtigten Kampf um Gleichberechtigung und Chancengleichheit, genau das sind die Kämpfe und die Ziele, die Damiga tagtäglich führt. Ja, vielen Dank, Delal, für deine Vorstellung. Jetzt möchte ich Christine bitten, sich einmal uns und dem Podium vorzustellen. Ja, mein Name ist Christine Fischer. Ich arbeite seit April 2020, also diesen Jahres, bei BIG, der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen, in der Koordinierung, dort zuständig für die Arbeitsfelder Unterstützung gewaltbetroffener Frauen und polizeiliche Intervention. Ich bin zu BIG gekommen nach vielen Jahren Frauenhausarbeit. Ich habe 20 Jahre in einem Berliner Frauenhaus gearbeitet und zu dem Thema Gewalt an Frauen bin ich gekommen während eines Praktikums, das ich in Manchester machen durfte. Dort konnte ich in einem Frauenhaus arbeiten und das Thema hat mich so bewegt, dass ich auch meine Diplomarbeit zu dem Thema Gewalt gegen Frauen geschrieben habe. Und da hatte ich tatsächlich auch schon das erste Mal mit BIG zu tun. Das gab es damals als Modellprojekt und die hatten schon die ersten Broschüren veröffentlicht. Genau. Okay, vielen Dank, Christine. Jetzt möchte ich Ronska einmal bitten, sich vorzustellen. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ronska Grimm. Ich bin Rechtsanwältin, selbstständig seit 5 Jahren in den Bereichen Strafrecht, Gewaltschutzrecht und auf der anderen Seite Mietrecht. Im Bereich Strafrecht und Gewaltschutzrecht liegt mein Schwerpunkt auf der sogenannten Nebenklage, der sogenannten Nebenklagevertretung. Das heißt, ich vertrete verletzte Personen, insbesondere nach Sexualdelikten, Gewaltdelikten, Menschenhandel und sexualisierte Gewalt gegen Kindern. Ich verteidige auch, allerdings eben dann nicht bei den gerade genannten Vorwürfen, da vertrete ich nur die verletzten Seite. Ich habe bis vor kurzem 1,5 Jahre zusätzlich beim Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe gearbeitet in dem Projekt SUSE im Recht. SUSE ist eine Abkürzung für sicher und selbstbestimmt im Recht. Da ging es um die Verbesserung vom Zugang zum Recht für Frauen und Mädchen mit Behinderungen. Das Thema liegt mir sehr am Herzen, weil ähnlich wie bei rassistischer Diskriminierungserfahrung ist auch Behinderung ein Faktor, der den Zugang zum Recht erheblich erschwert. Zum Thema, zu dem ich jetzt seit 5 Jahren arbeite, bin ich gekommen, weil ich im Studium in einem Forschungsprojekt mitgearbeitet habe, wo ich festgestellt habe, was ich bis dahin nicht wusste, dass ein Strafverfahren eine große Gefahr birgt, retraumatisiert zu werden. Und ich festgestellt habe, dass man die Chance hat, einigermaßen gut durch ein Strafverfahren zu kommen, vor allem dann hat, wenn man eine gute Anwältin dabei hat. Da hatte ich entschieden, das zu werden und habe dann auch direkt nach dem 2. Staatsexamen damit angefangen. Ja, vielen Dank, Ronska. Jetzt gehen wir auch mal in die Thematiken näher rein. Da hatte ich auch als erstes eine Frage an Christine. Und zwar, wir haben ja auch in der Darstellung von Hennas Fall gesehen, dass es ja ganz spezifische Formen von Gewalt schon gab. Rebecca und Jen haben zum Beispiel eben von Stalking gesprochen, der dann eben später auch in den Mord an ihr gemündet ist. Könntest du uns mal so ein bisschen allgemeiner kurz definieren, welche Form von Gewalt es gibt oder wie man die auch so definieren oder einteilen kann? Genau, also Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt nochmal im Besonderen hat unterschiedlichste Formen tatsächlich. Es gibt die physische Gewalt, das ist die, die wir ganz oft wahrnehmen, mit blauen Flecken, Rippenbrüchen, Blutergüssen.
die psychische Gewalt, wo auch Stalking ein Teil davon ist. Das geht da um Demütigung, Erniedrigung, Beleidigung. Es gibt die Form der finanziellen, ökonomischen Gewalt. Ich finde, das ist ein Bereich, der oft auch vergessen wird und unterschätzt wird, wenn es darum geht, dass Frauen nicht erlaubt wird, arbeiten zu gehen, Taschengeld zugeteilt wird, sie keinen Überblick über das Familieneinkommen haben. Es gibt den Bereich der sexualisierten Gewalt. Das reicht von Vergewaltigung, aber auch über Nötigung, dass man zu Sexualpraktiken gezwungen wird, die man nicht ausüben möchte, hin aber auch zu sexualisierter Werbung, jetzt im allgemeinen gesellschaftlich dann. Und Formen der Isolation, dass Frauen ferngehalten werden, also nicht nur von der Arbeit, was jetzt ökonomische Folgen auch hat, sondern auch dann keine Kontakte zu Arbeitskollegen ferngehalten wird von Sprachkursen, die Kontakte zu Freunden unterbunden werden. Genau. Und dann der große Bereich eben Stalking oder auch Cyberstalking, also auch die digitale Gewalt nimmt heutzutage einen großen Raum ein und macht deswegen auch nochmal besonders Angst, weil wir dort gar nicht die Verbreitung so wahrnehmen können. Das liegt noch mehr außerhalb unserer Kontrolle und des Einflusses. Da geht es dann auch darum, dass irgendwelche Benutzerkonten geknackt werden, auf den Namen meiner Frau Bestellungen aufgegeben werden und so. Was wesentlich ist bei allen Formen der Gewalt, ist, dass es immer um Ausübung von Macht und Kontrolle geht. Ja, und dass auch die unterschiedlichen Gewaltformen ineinander greifen. Also auch den Bereich, dass Frauen erpresst werden mit den Kindern, den habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt gehabt, spielt da mit rein. Also wenn jetzt eine Frau jahrelang Schläge erlebt hat, reicht es vielleicht irgendwann, dass der Mann nur noch böse guckt. Und dann sind wir in der Form der psychischen Gewalt. Und da greifen halt einfach die verschiedenen Mechanismen, die benutzt werden, ineinander. In meiner langjährigen Frauenhausarbeit habe ich erfahren, dass wir nicht darauf kommen, was sich andere Menschen einfallen lassen, um ihre vermeintliche Macht über andere zu demonstrieren. Ja, also deswegen wäre sozusagen im Detail auszuführen, was man alles hört oder was Frauen erleben, die Gewalt betroffen haben. Ich glaube, das würde zu weit führen. Okay, danke, Christine. Du hast ja auch gesagt, dass es ja Erpressungen auch zu Gewalt gehören natürlich. Der Mann, der ja Henna auch umgebracht hat, der hat sie ja erpresst. Er hat ja tatsächlich gesagt, wenn du mich nicht heiratest, dann tue ich dir etwas an. Und so ist es ja auch dann gekommen. Kannst du uns ein bisschen näher erklären, was passiert, was passiert, dass ein Mann, der erst die Frau nur gestalkt hat, wie er dann auch tatsächlich zum Mörder wird? Wie passiert das? Tatsächlich kann ich das gar nicht erklären und ich möchte gar nicht den Versuch unternehmen. Was aber dazu gesagt werden kann, ist erstens, wenn gedroht wird, dass jemand umgebracht wird oder auch mit einem Suizid gedroht wird, ist das ernst zu nehmen. Ja, und gerade auch bei einem Suizid ist davon auszugehen, dass die gestalkte Person oder halt auch die bedrohte Person mit umgebracht wird, dass es sozusagen ein erweiterter Suizid ist. Was auch wichtig ist zu sagen, ist, deswegen hatte ich es erwähnt, dass es immer um Macht und Kontrolle geht. Und wenn sich jemand der Macht und Kontrolle entziehen möchte, bauen sich höchstwahrscheinlich dann auch, das entspricht eben der Gewaltdynamik, die Mechanismen auf, ja, und werden immer stärker. Und ich meine, es endet dann halt oft auch eben in einem Tötungsdelikt. Ihr hattet ja vorhin erwähnt, dass an jedem 3. Tag wird in Deutschland eine Frau umgebracht. Ich finde sogar die Zahl der versuchten und vollendeten Tötungsdelikte in der Summe finde ich fast noch gravierender, weil das statistisch gesehen jeden Tag in Deutschland passiert. Ja, und nur weil sozusagen einige Frauen diesen Versuch überleben, sollten wir sie trotzdem auch mit berücksichtigen in unserer Betrachtung. Vielen Dank, Christine, erstmal für die Schilderung. Wenn wir jetzt auch noch beim Fall von Henna bleiben, da wissen wir ja, dass der Mann sie monatelang gestalkt hat. Und wir können ja jetzt in die aktuellen Ermittlungen auch zum Fall Henna nicht weiter recherchieren oder haben da einfach auch nicht alles Wissen dazu. Aber mich würde interessieren, Ronska, was passiert dann gewöhnlicherweise? Du wirst das ja auch aus deiner Arbeit kennen, wenn eine Frau sich an die Polizei wendet, die zum Beispiel gestalkt oder auch anderweitig bedroht wird. Was unternimmt da die Polizei? Wie ist da das Vorgehen?
Genau, was kann die Polizei unternehmen? Ich denke, dass es regional in Deutschland von der Ausübung, was macht die Polizei dann tatsächlich, große Unterschiede gibt. Meine Einblicke beziehen sich eben jetzt überwiegend auf Berlin. Das Erste, was bei einem Stalking-Fall natürlich jetzt relevant ist, was mich hier auch gewundert hat, ist, dass es ein relatives Antragsdelikt ist. Das heißt, die Polizei kann ermitteln, entweder aufgrund eines extra gestellten Strafantrages der verletzten Person. Da reicht eine einfache Anzeige nicht, sondern man muss ankreuzen, dass man auch extra Strafantrag stellt. Wenn man den Strafantrag aber nicht stellt, hat die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit, ein besonderes öffentliches Interesse anzunehmen. Und sie kann dann natürlich trotzdem ermitteln. Wann ein besonderes öffentliches Interesse angenommen wird, da ist die Staatsanwaltschaft komplett frei in ihrer Entscheidung. Ich sehe jetzt nur hier, dass gerade bei POC-Personen dann keins angenommen worden ist. Das muss man natürlich betrachten. Hätte die Polizei hier ermittelt, wäre ein Ermittlungsverfahren eben eingeleitet worden, wäre eben aber auch das passiert, wovor Hannah Angst hatte, nämlich dass der Beschuldigte informiert wird, dass Anzeige erstattet worden ist. Er hat das Recht, rechtliches Gehör gewährt zu bekommen. Er kann dann schweigen, er kann als einzige Person im Strafverfahren lügen und er kann eben auch die Wahrheit sagen. Zumindest ist immer die Gefahr gegeben, dass, wenn das passiert, dass es in der Gewaltspirale weiter nach oben oder unten geht, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Die Schwierigkeit in einem Ermittlungsverfahren ist, dass zu beweisen ist, dass bei Stalking jetzt zum Beispiel ein beharrliches Nachstellen stattgefunden hat, das geeignet ist, die Lebensgestaltung schwerwiegend zu beeinträchtigen. Das heißt, die Hürden, dass man das strafrechtlich in dann später einer Hauptverhandlung auch verurteilt bekommt, sind immens. Das muss man sich auch vorher eben gut überlegen. Und da ist auch die Arbeit der Polizei eine wichtige Weichenstellung, weil gute Polizeiarbeit besteht darin, dass man ein Stalking-Protokollmuster beispielsweise aushändigt, dass man genau erklärt, worauf kommt es an, was muss da eingetragen werden. Gute Polizeiarbeit besteht auch darin, dass man mitteilt, man kann eine sogenannte Gefährderansprache machen. Das heißt, die Polizei hat die Möglichkeit, zur beschuldigten Person hinzugehen, zu sagen, wir haben dich im Blick, wir raten dir dringend davon ab, weitere Straftaten zu begehen. Es wird auf dich zurückfallen. Es gibt Täter, die sich davon abschrecken lassen. Es gibt Täter, die das nicht ernst nehmen. Die Möglichkeit besteht zumindest. Zur Polizeiarbeit gehört auch natürlich die Herausgabe von Informationsmaterial. Natürlich ist es in Berlin ist es üblicherweise so, dass man Flyer bekommt von Frauenfachberatungsstellen und von Frauenhäusern. Die Polizei hat zusätzlich die Möglichkeit, je nachdem, es gibt beim LKA in Berlin, das gibt es auch bei anderen LKA in den anderen Bundesländern, die Möglichkeit, zusätzlichen Termin zur Individualgefährdung vereinbaren zu können. Es gibt eine extra Stelle beim LKA, die eine Risikoanalyse macht. Wie gefährlich ist denn jetzt hier der spezielle Beschuldigte? Da wird das in 8 Stufen aufgeteilt, zu gucken, in wie großer Gefahr ist die Person, welche Maßnahmen müssen ergriffen werden. In der Regel bei meinen Mandantinnen ist es meistens so ausgegangen, dass die Individualgefährdung gesagt hat, ja, verlassen Sie doch einfach die Stadt. Das heißt, da wird jetzt keine U-Haft oder so in Erwägung gezogen, obwohl eine U-Haft, also Untersuchungshaft nach § 112a bei Wiederholungsgefahr bei erheblichen Delikten durchaus möglich wäre, was zu einer erheblichen Sicherung für die verletzte Person führen würde. Das wird ganz, ganz, ganz selten, eigentlich nie angeordnet, sondern es wird eher gesagt, dann müssen Sie eben jetzt die Stadt verlassen oder sich selbst irgendwie schützen. Man bekommt allerdings auch weitere Tipps, zum Beispiel, dass man im Melderegister eine Sperre eintragen lassen kann, falls die Adresse noch nicht bekannt ist, oder dass man eben auch einen Antrag nach Gewaltschutzgesetz stellen kann. Ganz kurz zum Gewaltschutzgesetz vielleicht. Das hindert natürlich auch nicht davor, dass Täter plötzlich im Hauseingang stehen, sondern es ist ein sogenanntes Kontakt- und Näherungsverbot, was beim Familiengericht erwirkt werden kann mit einem Ordnungsgeld, das angekündigt wird von einer 250.000. Das heißt, es steht drin, wenn du dich trotzdem näherst, obwohl es dir verboten worden ist, kann es richtig teuer werden.
das schreckt auch manchmal ab. Und wenn man sich trotzdem nähert, ist man auch direkt in der Strafbarkeit drin. Aber Täter, die das ignorieren, da stellt es eben auch kein richtiger Schutz dar. Ich könnte jetzt noch sehr viel erzählen mit dem Blick auf die Uhr. Würde ich erstmal an der Stelle einen Punkt machen, wobei ich jetzt vor allem zum Stalking gesprochen habe. Die meisten Sachen beziehen sich natürlich auch auf häusliche Gewalt, die ebenso oft zu Tötungsdelikten führt, wie Stalking eben auch. Ja, danke, Ronska. Ich denke, wir werden auch im weiteren Verlauf bestimmt noch mal auf die ein oder anderen Themen kommen, die du jetzt auch schon angesprochen hast. Du hast ja jetzt von einer Riesenmenge eigentlich an Möglichkeiten gesprochen, die die Polizei unternehmen könnte. In dem Fall von Henna sieht es ja so aus, als wurde diese Möglichkeit ja gar nicht ausgeschöpft oder diese ganzen Möglichkeiten, besser gesagt. Du hast auch so von ein paar Optionen gesprochen, wie zum Beispiel, dass die Polizei einem empfiehlt, doch einfach umzuziehen. Solche Sachen sind natürlich auch schwierig, also zum einen natürlich auch aus einem finanziellen Hintergrund. Nicht jede Frau kann sich so einen Umzug leisten, aber es gibt ja auch speziell Frauen, gerade geflüchtete Frauen, die zum Beispiel an eine Residenzpflicht gebunden sind und die gar nicht diese ihr zugewiesene Adresse so verlassen könnte. Wir haben jetzt Delal gefragt, was sie sagt, auch aus der Perspektive von Damigra, welche Beobachtung Damigra auch speziell zu diesem strukturellen Rassismus auch macht, den man ja durchaus auch in der Bearbeitung einiger Fälle sieht, und das blenden wir euch jetzt ein. Zum einen sehen wir, dass Gewalterfahrungen von Frauen mit Migration oder Fluchtgeschichte häufig dann sichtbar gemacht werden, wenn diese kulturalisiert und damit instrumentalisiert werden. Jene rassistische, sexistische oder ökonomische Gewalterfahrungen, ihre Geschichten und Bedürfnisse werden selten in den Medien thematisiert. Denn wenn es überhaupt um Gewalterfahrungen von Migrantinnen geht, dann wird in erster Linie nur eine Verbindung zwischen Herkunft und Gewalt suggeriert. Dadurch wird von den Gewaltverhältnissen abgelenkt, die weltweit existieren. Betroffene von sexistischer und rassistischer Gewalt werden unsichtbar, weil der Blick auf die Täter gelenkt wird. Und diese Kulturalisierung von Gewalt ist fatal für die Betroffenen. Erst kürzlich zum Beispiel wurde uns von einem Fall berichtet, als ein Polizist einer von häuslicher Gewalt betroffenen Frau die gesetzlich festgeschriebene Unterstützung versagte mit der Begründung, das seid ihr doch gewohnt oder das ist doch eure Kultur. Es ist wahnsinnig wichtig, hier einzugreifen und klarzumachen, erstens, Gewalt kann jede von uns treffen, ob mit oder ohne Schulabschluss, mit Geld in der Tasche oder ohne, ob Christen, Juden, Muslime, Hindus oder Atheisten. Jeder von uns kann Gewalt erfahren. Das müssen wir erstmal sichtbar machen, um es überhaupt bekämpfen zu können. Und zum anderen sehen wir aber auch ganz klar eine strukturelle Benachteiligung von Migrantinnen innerhalb der Gewaltschutz- und Unterstützungsstrukturen. Am meisten springt einem da vom Vorbehalt der Artikel 59 der Istanbul-Konvention natürlich ins Auge. Der sagt ganz klar, dass gewaltbetroffene Frauen das Anrecht auf einen eigenständigen, eheunabhängigen Aufenthaltstitel haben. Deutschland setzt das nicht um. Das führt dazu, dass Frauen aus Angst vor Abschiebungen länger in Gewalterfahrungen oder Gewaltbeziehungen ausharren müssen. Die Residenzpflicht oder Wohnsitzauflage zum Beispiel gefährden die Sicherheit und das Leben von betroffenen geflüchteten Frauen, die häufig Wochen oder manchmal Monate lang sozusagen darauf warten oder von ihren Peinigern eingesperrt werden. Ganz besonders müssen wir auch auf die geflüchtete Unterkünfte zum Beispiel blicken. Geflüchtete Frauen mit Mädchen oder LGBTQI-Personen sind schon jetzt in den Unterkünften durch engen Wohnräumen, mangelnde Privatsphäre, erhöhte Gefahr, sexualisierte Gewalt ausgesetzt. Und gerade in Unterkünften, wo Familien keine Ausweichmöglichkeiten haben. Wir haben das auch gerade zu Zeiten von Pandemie sehr, sehr gut sehen können. Es kann und darf beispielsweise nicht sein, dass die räumliche Trennung nach einem Gewaltvorfall in dem gleichen Haus nur auf eine andere Etage verlegt wird. Aber nicht nur Frauen mit Unterkünften sind von strukturellem Rassismus beim Gewaltschutz betroffen. Auch Frauen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte, LGBTQI und Frauen mit Behinderung, Obdachlose, schwangere Frauen sind einem besonderen Gewaltrisiko ausgesetzt. Dennoch wird viel zu wenig unternommen, um diese Gruppen von konkret
und effektiven Schutz zu schützen. Ganz im Gegenteil. Die Kampagnen sprechen sie nicht gerade an. Die rassistischen Vorurteile der Mitarbeiterinnen in den Behörden oder Institutionen erschweren die Inanspruchnahme zum Beispiel von Hilfe. Die Beratungsstellen und Schutzhäuser sind unterfinanziert. Es braucht mehr Unterstützungsstrukturen und Schutzräume, um diskriminierungsfrei sozusagen Zugänge für Frauen zu schaffen. Und natürlich müssen Frauen ihre eigenen Rechte kennen, um sie überhaupt einfordern zu können. Empowerment und Sensibilisierungsmaßnahmen und sichere Räume für Migrantinnen, wie in unserem Hashtag Selbstbestimmung oder Mutmacherinnenprojekt sozusagen der Fall ist, müssen stärker ausgebaut und auch eingefordert werden. Gemeinsam mit Expertinnen haben wir zum Beispiel in den letzten 12 Monaten Erfahrungsberichte unserer Ehrenamtlerinnen und Mitgliedsorganisationen ausgewertet und einen Schattenbericht zur Istanbul-Konvention geschrieben. Dieser erscheint am 25. November. Dort kann zum Beispiel detailliert nachgelesen werden, wo überall eben gerade dieser Schutz nicht funktioniert und wo Zugänge sozusagen gesperrt werden für Migrantinnen. Ja, was machen wir bei Migra? Wir machen genau diese Sachen sichtbar für eine breite Öffentlichkeit. Das heißt, was hier gemacht wird, ist, dass wir Migrantinnen und geflüchtete Frauen und deren Bedürfnisse, deren Forderungen und auch deren Ressourcen sichtbar machen. Wir debattieren mit vielen verschiedenen Expertinnen zu Themen wie Selbstbestimmungsrecht, Menschenrechte, Frauenrechte. Wir debattieren in unterschiedlichen Formaten, um tatsächlich auch das nochmal in die Gesellschaft einzutragen, reinzubringen, aber auch in Kontext sozusagen von Netzwerken und so weiter reinzubringen. Wir empowern Frauen. Das ist ein wichtiger Bestandteil nach innen hin, damit bestimmte Themen und Diskurse tatsächlich auch mit ihren Zielen, mit dem, was die Frauen tatsächlich auch an Bedürfnissen haben, diskutiert und auch sichtbar gemacht wird. Genau das machen wir bei der Migra und dafür stehen wir. Ja, Delal hat jetzt ja von einigen Schwachstellen im System schon gesprochen. Mich interessiert jetzt auch aus der Perspektive gerade von deiner langjährigen Erfahrung in den Frauenhäusern auch und jetzt speziell auch bei BIC, Christine, welche Schwachstellen du auch so in der aktuellen Hilfeinfrastruktur, wie man es sagen könnte, von Frauen siehst. Also wo denkst du, könnten die Träger auch noch mehr unterstützt werden in ihrer Arbeit? Also zum einen erstmal nochmal so zu dem Strukturellen, du hattest ja eben gerade auch in der Frage zuvor angesprochen, die Residenzpflicht. Ich denke, das ist auch mit einer der Hauptsachen, dass, also wenn wir jetzt Frauen im Frauenhaus aufgenommen haben aus anderen Bundesländern, war immer die Frage, hat die Ausländerbehörde einem zugestimmt, ne, gegebenenfalls einem Urlaubsschein oder einer Umverteilung, wobei das länger dauert. Für den Moment der Flucht muss ja eine sofortige Entscheidung da sein. Und da war es dann oft so, dass die Ausländerbehörde gesagt hat, ja, gar kein Problem und sofort einen Besuchsschein oder Urlaubsschein erstellt hat. Nur dann war die Frau oft ohne finanzielle Mittel, weil eben die Zustimmung von dem Sozialleistungsträger fehlte. Und das ist eben genau auch der Punkt der Schwachstellen, also wo Frauen ganz oft dann in soziale Schwierigkeiten geraten. Ja? Also auch die Frage von Leistungsbezug vom Jobcenter, dem sogenannten Hartz IV. Da fallen ganz viele Frauen raus, gerade EU-Bürgerinnen oder wenn dann der gewalttätige Partner oder Ex-Partner selber also arbeiten geht. Sie selber hat aber gar keinen Leistungsanspruch, soll möglicherweise die Arbeitsnachweise von ihm bringen. Wie soll sie das tun? Sie ist vor ihm geflüchtet. Ja, und da sozusagen ein Risiko einzugehen, weil sie Kontakt aufnimmt, das ist da unzumutbar. Ich denke, eine Schwachstelle ist halt auch, wenn man sich die Schnittstellen anguckt. Also ich denke, dass sowohl bundesweit und für Berlin kann ich das auf jeden Fall auch sagen, Migrantenprojekte und Frauenunterstützungsprojekte im Anti-Gewalt-Bereich viel enger zusammenarbeiten könnten und da auch eine bessere Struktur im Hilfenetz herstellen könnten. Das bindet natürlich aber nicht gesellschaftspolitisch auch Strukturen zu verändern. Ich denke, was auch noch wichtig ist, ist generell Frauen auch ernst zu nehmen. Also da mache ich nochmal den Bogen zu der allerersten Frage mit, was ganz
nach wie vor der Fall ist, dass ganz oft Frauen nicht geglaubt wird. Ja, also und das war ja auch in dem Fall von Hannah, dass entweder das, was beschrieben wird, nicht ausreicht in der Gefährdungseinschätzung oder halt eben die Frauen nicht ernst genommen werden. Und gerade im Bereich Femizide ist es so wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen, wenn eine Frau kommt zur Polizei, Frauen neigen eher dazu, zu untertreiben als zu übertreiben. So, auch weil das nach wie vor schambesetzt ist, ja, oder weil man auch selber denkt, naja, vielleicht ist das ja alles gar nicht so schlimm, aber wenn Frauen davon berichten, das haben Studien auch von der Polizei, ich glaube, die war aus NRW, die Studie bewiesen, dass Frauen tatsächlich eher untertreiben. So, und das ist halt auch mit einem Punkt, ich denke, das fällt auch in den Bereich der strukturellen Gewalt, dass Frauen da eher als hysterisch abgestempelt werden. So, und ich habe 20 Jahre im Frauenhaus gearbeitet. Frauenhäuser existieren seit über 40 Jahren. Und es ist erschreckend, dass wir an bestimmten Punkten immer noch die gleichen Themen ansprechen müssen. Ja, danke, Christine. Das ist ein guter Punkt. Ja, Frauen ernst nehmen. Wir haben jetzt schon über Institutionen oder auch soziale Träger gesprochen, aber wie werden dann Frauen auch in der Justiz ernst genommen? Also ist die Justiz oder auch Rechtsprechung mit diesen Fällen vertraut, Ronska? Also die Fälle, die sind ja vorhanden in großer Zahl. Es mangelt jetzt nicht daran, dass man damit keine Berührungspunkte hätte. Aber erstmal zum Thema ernst nehmen, wenn eine Frau sagt, oder vielleicht eine cis-männliche Person, wir müssen ja jetzt nicht binär nur Männer und Frauen besprechen. Wenn eine Frau sagt, er hat gedroht, mich umzubringen und ich nehme das auch ernst, dann passiert es häufig so, ich hatte gerade letzten Montag eine Hauptverhandlung, das war auch eine schwarze Frau, die angezeigt hat, mein Ex-Partner hat mich mehrfach geschlagen und zwar ziemlich erheblich an, sagen wir, 4 verschiedenen Tagen und er hat mich auch mehrfach mit dem Tod bedroht. Er hat gesagt, er schlägt mich tot, er hat gesagt, er bringt mich um, er hat auch gesagt, er nimmt mir meine Kinder weg und er hat gesagt, er lässt mich abschieben. Das war letztes Jahr im Frühjahr, dass sie bei der Polizei war und dann bekomme ich ein Dreivierteljahr später die Anklageschrift. Da ist von dem gesamten Sachverhalt noch genau eine gefährliche Körperverletzung übrig. Zu den anderen Körperverletzungen steht in der Anklageschrift gar nichts. Und zu den Bedrohungen steht drin, die können da hinstehen, die fallen dann sowieso nicht mehr ins Gewicht. Wir sprechen jetzt hier nur von der gefährlichen Körperverletzung an einem speziellen Tag. Das heißt, die Gefahr, in der die Frau schwebte, die ist von Anfang an nicht ernst genommen worden, die ist nicht erkannt worden und die ist dann auch nicht als strafrechtlich relevant eingestuft worden. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich sowas erlebe, sondern das passiert sehr häufig. Und eine weitere strukturelle Problematik ist auch gerade für Frauen, die Deutsch noch nicht gut sprechen, dass sie bei häuslicher Gewalt häufig keine Beiordnung einer Rechtsanwältin erhalten mit der Begründung, die Sach- und Rechtslage ist ja total einfach. Jetzt haben wir häufig eben Mandantinnen, die sich nicht mit dem deutschen Rechtssystem auskennen und die kein Deutsch sprechen, die relativ lange isoliert vielleicht auch gelebt haben, die dann ohne Anwältin das Strafverfahren meistern sollen oder sie selbst bezahlen müssen und dafür eben keine Mittel vorhanden sind. Erstmal zu deiner Frage der strukturellen Schwachstellen. Danke. Und hast du auch mitbekommen im Kolleginnenkreis zum Beispiel, dass die Forderung, Feminizid auch als Strafbestand aufzunehmen, Anklang findet? Oder wie nimmst du das da wahr? Also es wird jetzt langsam mehr besprochen, aber auch erst seit kurzem. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Dauerbrenner ist in der Anwältinnenschaft. In der Richterinnenschaft oder bei Staatsanwältinnen natürlich schon gleich gar nicht. Mit den Kolleginnen, mit denen ich darüber spreche, die halten das durchaus für absolut unabdingbar, vor allem in Anbetracht unserer BGH-Entscheidung aus dem Jahr 2008. Ich weiß nicht, ob die alle kennen, wo gesagt worden ist, da war eine Frau ermordet worden, weil sie eben sich trennen wollte oder getrennt hat. Und der Täter gesagt hat, ich akzeptiere die Trennung nicht, sie gestalkt hat, sie bedroht hat und schließlich ermordet hat. Und der BGH gesagt hat, wir nehmen hier keine niederen Beweggründe an, damit sind wir nicht im Mord, sondern wir sind in einer einfachen Tötung, weil er hat sich ja damit gerade das genommen, was er nicht verlieren wollte.
damit ist kein niederer Beweggrund, sondern der arme Kerl hat sich ja quasi selbst damit noch geschadet. Also wenn wir von einem Gericht, das solche Haltung vertritt, dass das oberste Gericht in Deutschland ist, schließen, wie das in den unteren Instanzen eben ernst genommen wird, nämlich gar nicht, denke ich, ohne eine Gesetzesänderung werden Feminizide nicht ernst genommen. Deswegen bin ich stark dafür, dass es als Straftatbestand aufgenommen wird. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne was ergänzen gerade, weil das tatsächlich, Ronska hat da noch einen anderen Punkt angesprochen, nämlich, dass der Moment, wo die Frauen sich trennen, oft der gefährlichste ist für die Frauen. Und das ist auch ein Punkt, der so unterschätzt wird. Von außen sagt man so leicht, na dann geh doch, ja, oder zeig ihn doch an, aber die Frauen haben mit den Konsequenzen zu leben, mit der Reaktion des Täters da drauf. So, und umso erstaunlicher ist dann halt eben so eine Entscheidung vom obersten Gericht, was wieder dann auch den Mann in Schutz nimmt und ihn als Opfer darstellt, weil er sich angeblich das Beste genommen hat. Also da merke ich, ne, das macht mich sauer und das ist auch nochmal wichtig, das zu ergänzen. Die Trennungssituation oder das Äußern der Trennungsabsicht erhöht deutlich das Risiko. Ja, danke nochmal für den Nachtrag, Christine. Ich weiß, dass Delal sich am 6. November auf einer internationalen Konferenz auch genau zum Thema Feminizide mit anderen Gruppen treffen wird und Aktivistinnen. Und ich weiß auch, dass sie dort auch an einem Forderungskatalog arbeiten, weil genau die Forderung eben Feminizide ernst zu nehmen und auch die Gewalt, die an Frauen verübt wird und auch die Gewalt, der sie zum Beispiel ausgesetzt werden durch solche Situationen, wenn sie sich äußern, dass sie eine Trennung beabsichtigen, ist natürlich immer noch nicht genug wahrgenommen. Und wir haben sie gefragt, was sie sich erhofft, auch von den Forderungen, die sie dort auf der Konferenz mit den anderen Aktivistinnen erarbeiten und welche Forderungen das genau sind. Das seht ihr jetzt. Ja, wir leben immer noch unter patriarchalen Machtstrukturen und Hierarchien, die Frauen und Mädchen unterdrücken. Weltweit, europaweit und auch deutschlandweit. Dieses System der Gewalt lässt sich nur gemeinsam bekämpfen. Wir sind gespannt auf die Berichte der einzelnen Länder, die wir in den nächsten Tagen sehen werden. Wie werden sie zum Beispiel die Femizide bekämpfen? Welche Maßnahmen gibt es bereits in diesen jeweiligen Ländern? Wie effektiv sind diese Maßnahmen? Was muss getan werden, um diese Verbrechen an der Menschheit zu beenden? Aber wir treffen uns nicht nur zum Austausch natürlich auf diese Konferenz. Deutschland hat dieses Jahr die EU-Ratspräsidentschaft übernommen und den Schutz vor geschlechterspezifischer Gewalt mit auf die Agenda gesetzt. Das Treffen der EU-Gleichstellungsministerinnen im November haben wir zum Anlass genommen, um unsere Empfehlungen für eine effektive Bekämpfung von Femizide an die Politik heranzutragen. Auf der Konferenz wird ein Forderungskatalog verabschiedet, um ganz klare Maßnahmen zu benennen, wie Femizide bekämpft werden sollen. Zum ersten Mal geht es darum, ganz klar zu benennen, welche Probleme wir bei der Bekämpfung von Femiziden sehen. Gemeinsam mit unseren Expertinnen aus Europa haben wir zum Beispiel 5 Punkte ausgemacht, die die Bekämpfung von Femiziden verhindern. Erstens, die fehlende Gleichstellung der Geschlechter. Solange in einer Gesellschaft tradierte, patriarchale, sexistische Rollenbilder vorherrschen, die Frauen als Objekt versehen, werden Frauen und Mädchen weiterhin der geschlechterspezifischen Gewalt ausgesetzt sein. Zweitens, die Art und Weise, wie allgemein und in den Medien über Femiziden gesprochen wird. Geschlechterspezifische Gewalt gegen Frauen und Mädchen wird im allgemeinen Sprachgebrauch und in den Medien und Sozialwissenschaften verharmlost. Sie werden zu häufig als Familiendrama, Ehrenmord, Trennungstötung oder Tötung aus Eifersucht heruntergespielt. Damit erschweren sie die Feststellung von Femiziden und die umfassende Bekämpfung dieser Morde und Gewalttaten. Drittens, fehlende gemeinsame Begrifflichkeiten und Mangel an nationalen Strategien. Es gibt keine allgemeine gültige Definition des Begriffs Femizide. Entsprechend unterscheiden sich die Zählungen und sorgen dafür, dass das Problem in seiner Gesamtheit und Wahrnehmung kaum sichtbar wird. Es gibt weder in nationalen Strategien noch in Gesamteuropa eine Strategie, um Femizide zu bekämpfen. Eine fehlende Bewusstsein für die wirtschaftlichen Schaden zum Beispiel in der Gesellschaft ist kaum sichtbar. Allein in Deutschland werden jährlich 3,8 Milliarden Euro ausgegeben,
um die Folgen von Gewalt zu bekämpfen. Und zu guter Letzt die unzureichende Umsetzung der Instrumente zur Bekämpfung gegen jegliche Gewalt an Frauen. Weder das CEDAW noch zum Beispiel die Istanbul-Konvention, beide internationale Abkommen, werden tatsächlich in Deutschland mit allen seinen Konsequenzen umgesetzt. Aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, um Femizide zu bekämpfen. Unsere Forderungen ergeben sich genau aus diesen Problemumfeldern. Ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel, dass wir die Frauen- und Mädchenorganisationen in politische Entscheidungs- und Umsetzungsprozessen einbezogen werden müssen. Wir sind hier die Expertinnen auf diesem Gebiet. Darüber hinaus muss systematisch über Femizide informiert werden und aufgeklärt werden. Tatenmotive müssen in eine intersektionelle Perspektive analysiert und benannt werden. Schutzmaßnahmen müssen diversität- und geschlechtersensibel gestaltet sein. Sonst kommen sie nicht voran. Von den Kampagnen zum Beispiel über die Frauenhäuser bis hin zu Gesundheitspersonal und Strafverfolgungsbehörden muss tatsächlich mit dieser Diversitätsbrille angeschaut werden. Außerdem braucht es überhaupt einmal genügend flächendeckende, diskriminierungsfreie Schutzmaßnahmen. Nur wenn alle Frauen tatsächlich auch Zugänge zu Frauenhäusern haben, zu Gewaltschutzmaßnahmen haben, können wir von einem effektiven Schutz sprechen. Gleichzeitig ist natürlich auch die Politik gefragt. Wir müssen weiterhin auf die Politik aufmerksam machen, auf die Probleme aufmerksam machen, damit tatsächlich auch in der Umsetzung nicht hapert. Wir brauchen eine Solidarität aller, denn wir sitzen alle in dem gleichen Boot. Ja, Delal hat jetzt auch einige Punkte angesprochen, dass es natürlich auch wichtig ist, voneinander zu lernen und auch mehr in einer Bündnisarbeit zu arbeiten. Christine hat das ja vorhin auch genannt, dass auch gerade mehr migrantische Organisationen natürlich auch mit den sozialen Trägern da Hand in Hand arbeiten sollten. Und meine Frage auch an alle drei von unseren Gästinnen ist: Welche Erkenntnisse habt ihr auch aus vergangenen Projekten, die auch Mut gemacht haben, die so Bündnisarbeit auf jeden Fall, wo Bündnisarbeit gut geklappt hat? Fällt dir da was zu ein, Christine? Jetzt trifft mich gerade die Frage ein bisschen unvorbereitet. Also in Berlin erlebe ich, dass es, die Senatsverwaltung spricht immer von einem breit aufgestellten Hilfesystem, was tatsächlich so ist. Und ich erlebe das immer, wenn es um etwas geht, auch die Projekte zusammenrücken und wirklich gemeinsam für eine Sache kämpfen. Und ich glaube, das ist aber auch was Frauenunterstützungsstrukturen auch auszeichnet. Ich würde mir sehr viel mehr auch nochmal von der Politik wünschen, dass es wieder mehr um Inhalte auch geht und nicht nur um Zahlen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung auch für die Bündnisarbeit, wenn wir an Abgeordnete, an Politik, an Gesellschaft herantreten, da auch wieder mehr oder in einer anderen Weise tatsächlich die Inhalte in den Vordergrund zu rücken. Was ich damit meine, ist zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, wo ganz viel Gewalt gegen Frauen noch mal präsenter ist, worüber ich dankbar bin, was aber suggeriert, dass jetzt die Gewalt gegen Frauen nur im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie da wäre. Und dem ist ja so nicht. Gewalt gab es schon vorher und die wird es leider auch hinterher geben. Klar ist aber auch, dass ein Lockdown ein Risiko erhöht, Gewalt zu erleben und Gewaltdynamiken begünstigt. So, und wenn wir über die Versorgung von Opfern reden, dann müssen wir auch über die Inverantwortungnahme von den Tätern sprechen. Und das ist, glaube ich, ein Teil, da müssen wir noch mal ein Stück mehr hingucken. Mhm. Macht BIG da auch direkt was zu der Aufarbeitung der Täter speziell? Also wir haben eine Kollegin, die arbeitet in dem Arbeitsfeld täterorientierte Intervention. Es gibt ja in Berlin leider sehr wenig Angebote für Täter. Im Bereich Stalking gibt es das Projekt Stop Stalking, was sich sowohl an Opfer als auch Täter wendet. Und es gibt beim Frieda-Frauen-Zentrum das Anti-Stalking-Projekt, was toll ist. Ja, die machen auch noch mal eine extra Beratung zum Thema Cyberstalking.
Nun, ansonsten versuchen wir bei BIG natürlich darauf hinzuwirken, dass auch die Täterarbeit ausgebaut wird und sich vor allen Dingen auch mal Verantwortliche für die Finanzierung finden. Okay, danke, Christine. Ronska, ich weiß, dass du auch in einer Initiative bist, die sich auch gegen Gewalt einsetzt an Frauen. Könntest du da vielleicht uns näher was von erzählen, was du vielleicht auch in der Vergangenheit für Projekte mit gestaltet hast mit dieser Initiative und was da gute Erkenntnisse auch sind aus der Zusammenarbeit, die du mitgenommen hast? Also ich war in verschiedenen Initiativen schon, deswegen bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, auf welche sich die Frage bezieht. Was ich aber zunächst noch ergänzen wollte, ist nämlich, dass wir ja nun mal dieses Strafrechtsmonopol des Staates haben und jetzt alles auszulagern auf ehrenamtliche Arbeit, in der Regel auch von Nicht-Cis-Männlichkeiten, die dann in ihrer Freizeit auch noch versuchen, in Gruppen und so weiter Antigewalttrainings und vielleicht transformative Gerechtigkeitsgruppen, die sich ja auch zum Glück gründen, ihre Zeit da rein investieren, denke ich trotz allem, dass wir immer noch teilweise das Strafrecht, auch wenn es Frauen Sternchen nicht richtig schützt, nicht ganz abschreiben sollten, sondern lieber Forderungen stellen sollten. Wir brauchen dringend verpflichtende Fortbildungen für Richterinnen. Wenn Richterinnen nicht wissen, wie Dynamiken von häuslicher Gewalt ablaufen, wo die Ursachen sind, wie die Folgen sind, dann sind sie auch nicht in der Lage, den Sachverhalt richtig zu beurteilen und zu einem richtigen Ergebnis zu führen. Richterinnen lesen, so wie meine Erfahrung ist, keine Studien. Die lesen nicht, dass zum Beispiel 2004 in der großen Studie des Bundesministeriums, welches war das? Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Da wurden 10.000 Frauen befragt und zu häuslicher Gewalt haben 10% gesagt, warum bin ich bei dem Partner geblieben, der mich geschlagen hat. Zum Beispiel 10% aus Angst, dass der Partner mich umbringt oder aus Angst, der Partner würde mich niemals in Ruhe lassen. Das waren 18,8%. Wenn Richterinnen dann mit Unglauben in der Verhandlung sitzen und sagen, ja, warum sind sie denn nicht gegangen, warum sind sie denn da 3 Jahre geblieben und so weiter, wenn sie diese Studie nicht gelesen haben, dann sind sie auch einfach nicht geeignet für den Job. Das heißt, wir brauchen diese Fortbildung und wir brauchen divers besetzte Richterinnenbänke, weil wer derzeit in Deutschland Urteile spricht, sind in der Regel weiße Personen, es sind Cis-Personen, es sind überwiegend heterosexuelle Personen, soweit ich das beurteilen kann. Und das sind keine Personen mit Behinderungen, die dann aus ihrer Perspektive eben urteilen und häufig aus meiner Sicht nicht in der Lage sind, sich in andere Perspektiven hineinzuversetzen. Das heißt, wir müssen hier viele Sachen fordern. Feminizide sind als Menschenrechtsverletzung anzuerkennen. Und parallel können wir natürlich auch in Initiativen arbeiten, aber ich würde da jetzt vor allem auf die Initiative stopppartnerschaftsgewalt.org eingehen, weil die eigentlich ziemlich cool ist. Die gibt es in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland und da bilden Nachbarinnenschaften Allianzen gegen Gewalt. Das heißt, die drehen nicht den Fernseher lauter, die gucken nicht weg, sondern die gehen rüber zu Nachbarinnen, die haben das vorher abgesprochen, die haben das vorbereitet, die treffen sich in Gruppen, einfach der Kiez trifft sich, wer will mitmachen, da bilden sich auch Männergruppen, jetzt ist es auch schon wieder sehr binär, ist eben da in diesem Projekt sehr binär, Männergruppen, die dann auch versuchen, auf gewaltausübende Männer einzuwirken. Also solche Nachbarschaftsprojekte, eben Partnergewalt.org heißt es, die finde ich ganz cool. Ja, vielen Dank. Wir werden auch all die Initiativen, die wir heute auch in der Veranstaltung genannt haben, auch nochmal für euch verlinken. Und wir haben natürlich auch Delal nochmal gefragt, was ihre Erfahrung auch aus der Vergangenheit mit anderen Projekten oder Bündnissen von DAMIGRA zu dem Thema ist. Und das seht ihr jetzt hier. Ja, welche Projekte oder Erfahrungen aus der Vergangenheit Mut machen und welche Tipps wir da haben. Naja, wir haben keine allgemeingültigen Tipps, aber was wichtig ist, dass wirklich geschützte Räume für Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschichte vorhanden sein müssen. Die Frauen müssen ihre eigenen Rechte kennen und nur wenn sie ihre eigenen Rechte kennen, können wir auch für unsere eigenen Rechte uns einsetzen. Das sogenannte Recht auf eigene Rechte, wie Hannah Arendt so schön sagte. Wir machen verschiedene Workshops, zum Beispiel zu verschiedenen Formaten gegen Gewalt und erklären das.
Vernetzung ist ein weiterer Stichpunkt. Voneinander lernen. Wir brauchen mehr Mutmacherinnen, die tatsächlich sich einsetzen, auch für andere. Migrantinnen sind tatsächlich Experten für ihre eigenen Belange. Das muss auch mehr sichtbar werden. Frauen müssen tatsächlich aus der Isolation rausgeholt werden und Frauen müssen, wir alle miteinander eben, mehr Solidarität erfahren. Aber auch politische Kämpfe um Gleichberechtigung, gleichberechtigte Zugänge, zum Beispiel zu Bildung, zu Arbeitsmarkt, zu Teilhabe, zu kultureller Teilhabe. Alles das sind Punkte, die total wichtig sind, um mehr Frauen, mehr Migrantinnen tatsächlich auch zu ermutigen, dass sie an der Gesellschaft hier mehr teilhaben müssen. Ja, wir kommen jetzt auch schon zum Ende unserer Diskussion. Ich möchte vorab jetzt mich schon mal bei allen 3 Gästinnen bedanken, dass sie hier sind, dass sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns über dieses Thema zu sprechen. Ich denke, trotz der Heftigkeit und dem umfangreichen Themenfeld, was wir ja heute bearbeitet haben, konnten wir dennoch ein bisschen darstellen, dass ja zu Feminiziden verschiedene gesellschaftliche und auch institutionelle Strukturen beitragen. Von verschiedenen Perspektiven haben wir das Ganze jetzt beleuchtet. Und ich denke, dass wir jetzt auch ein bisschen näher bringen konnten, woran es auch liegt, dass Hilfe nicht da ankommt, wo sie ankommen sollte. Und denke aber, dass wir jetzt erstmal einen guten Abriss erhalten haben zur aktuellen Lage. Und was mir jetzt wichtig ist, noch zu sagen, ist, dass ich auch denke, dass wir ja trotz der Heftigkeit auch dieses Themas, über das wir sprechen, wissen, wo wir auch ansetzen können, also welche Initiativen wir unterstützen können, welche Forderungen wir auch vor allem an die Politik stellen. Und auch hier werden wir euch nochmal auch die Links zu diversen Petitionen auch nochmal mit in die Notizen packen. Und denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir wirklich auch alle Einfluss auf diese aktuelle Situation haben, einige natürlich mehr als andere, aber auch wir einzelne Gruppen, auch feministische Gruppen, Privatpersonen, wir haben einen Einfluss, wir können uns wehren und wir sollten uns diese Chance auf jeden Fall nicht nehmen lassen und das war ja auch der Gedanke bei dieser Veranstaltung. Also auch Personen im Umfeld aufzuklären, dass es Feminizide gibt, dass es Gewalt an Frauen gibt, dass es diese vielen Formen von Gewalt auch gibt, da auch mehr zu beizutragen. Das kann sicherlich jeder Einzelne von uns auch tun. Wir kommen jetzt auch gleich zum Abschluss. Da wird jetzt Alina auch nochmal Fragen aus unserem Social-Media-Bereich stellen. Vorab möchte ich mich auch nochmal an all die unsichtbaren Helfer und Helferinnen bedanken, die diese Veranstaltung auch möglich gemacht haben. Und jetzt leite ich über an Alina. Und bis bald. Vielen Dank, Lisa, für die Überleitung. Genau, wir hatten diese Veranstaltung vorab schon auf unseren Social-Media-Kanälen beworben und euch darum gebeten, all eure Fragen, die ihr rund zum Thema Feminizide in Deutschland und allgemein habt, uns zu stellen, damit wir sie hier in dieser Runde klären können. Ich würde sofort anfangen mit der ersten Frage an Ronska, die relativ häufig gestellt wurde. Und zwar hattest du eben schon das Gewaltschutzgesetz angesprochen. Könntest du da vielleicht noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen und erklären, was das Gewaltschutzgesetz ist und ab wann es greift? Ja, gerne. Das Gewaltschutzgesetz ist ein sehr kurzes Gesetz, das hat nur 4 Paragraphen und es besagt eben, es gibt 2 große Unterabteilungen quasi. Erstens, dass sich eine beschuldigte Person nicht mehr nähern darf, sie darf keinen Kontakt mehr aufnehmen, sie darf nicht klingeln, also physischer Kontakt in Form von ich erscheine einfach und laufe hinterher oder erscheine auf der Arbeitsstelle oder bei der Wohnung oder Kontaktaufnahme auf jede andere Art und Weise, inklusive jede Form von Chat, ist nicht erlaubt. Dafür brauche ich, weil das ein Eilverfahren ist, keine harten Beweise, obwohl es besser ist, wenn man welche hat. Also man sollte immer seine Chatprotokolle aufheben, auf gar keinen Fall nur auf dem Handy lassen und sich dann wundern, dass es ein Jahr später verloren gegangen ist und man keine Beweise mehr hat, sondern gut aufbewahren.
Man braucht als Beweis eine eidesstattliche Versicherung, wo man an Eidesstatt versichert, dass man belästigt, bedroht, verletzt oder gestalkt wird. Das reicht dann erstmal aus. Das wird beim Familiengericht von dem Ort, wo man wohnt, erlassen auf Antrag. Das ist die eine Abteilung. Die andere Abteilung geht noch darüber hinaus, nämlich wenn der Täter mit mir in derselben Wohnung wohnt, kann ich durch das Gewaltschutzgesetz auch beantragen, dass er die Wohnung zu verlassen hat. Das ist in der Regel erstmal auf 6 Monate begrenzt. Und selbst wenn er der Hauptmieter ist und die Miete bezahlt, muss er die Wohnung nach dem Gewaltschutzgesetz verlassen, wenn von ihm eine Bedrohung ausgeht. Das Problem mit dem Gewaltschutzgesetz ist, dass der Täter dann eine Verhandlung darüber beantragen kann, wo man sich dann in der Regel mit ihm vor Gericht trifft. Viele Verletzte möchten das nicht, sie möchten nicht mit ihm nochmal in einem Raum sein. Da kann man beantragen, dass die Vernehmung getrennt erfolgt. Das ist aber mit einem gewissen Argumentationsaufwand verbunden, weil Gerichte da nicht so große Lust drauf haben. Das ist aber durchaus möglich. Und wenn der Täter gegen die Gewaltschutzanordnung verstößt, dann hat er eben mit einem Ordnungsgeld zu rechnen und er ist direkt in der Strafbarkeit drin. Und die Polizei nimmt Notrufe ernster und versucht schneller zu kommen, wenn man sagt, ich habe eine einstweilige Verfügung schon gegen ihn erwirkt. Vielen Dank. Dann kommen wir zu unserem nächsten Themenbereich der Fragen. Eine Frage, die uns auch relativ häufig gestellt wurde, bezieht sich auf die Partnerschaften. Christine, was würdest du sagen, was kann man tun, wenn man eine Freundin oder eine Bekannte hat, die in einer gewaltvollen Partnerschaft lebt, sich aber selber nicht helfen lassen möchte? Oh ja, schwierig. Das eine ist aushalten und das andere ist weiterhin Angebote machen. Ich habe ja vorhin in der Diskussion ja auch schon mal gesagt, die Trennungssituation ist die gefährlichste für eine Frau. Und wann jemand an dem Punkt ist, sich aus einer Gewaltbeziehung zu lösen, das ist sehr unterschiedlich. In meiner Beratungsarbeit im Frauenhaus habe ich erlebt, da waren Frauen, die sind es, als der Mann das erste Mal die Hand erhoben hat, gegangen. Und es gab Frauen, die sind nach 20 Jahren Martyrium ins Frauenhaus gegangen. Und in der ersten Regel geht es den Frauen weniger um die Trennung, sondern es geht darum, dass die Gewalt aufhört. So, von daher ist halt die Frage, möchte sie sich nicht helfen lassen oder möchte sie sich eben nicht trennen? Und wichtig ist, glaube ich, der Freundin immer wieder die Angebote zu machen, zu sagen, egal zu welchem Zeitpunkt du dich wie entscheidest, hier ist eine offene Tür, ich habe ein offenes Ohr, ich unterstütze dich bei dem Weg, den du gehen möchtest, ihr Telefonnummern von Beratungsstellen, von Hotlines an die Hand zu geben, dass sie jederzeit für sich entscheiden kann, dass sie sich Unterstützung holt. Man muss abwägen, ob es, also wie die Gefährdungssituation ist, ob es Sinn macht, den Täter möglicherweise auch anzusprechen. Da wäre ich aber eher vorsichtig, also weil es nicht darum gehen kann, dass wir uns, wenn wir anderen helfen wollen, uns selber in Gefahr bringen. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, sich selber Unterstützung zu holen. Tatsächlich kann man auch als Unterstützerin auch beim Bundeshilfetelefon anrufen oder hier in Berlin bei der Big Hotline, sich an die Fachberatungs- und Interventionsstellen zu häuslicher Gewalt wenden und sich auch beraten lassen, wie kann ich Freunden, Bekannten, Nachbarn helfen. Das finde ich deswegen auch ganz wichtig, weil tatsächlich sonst der Moment ist von, ich muss aushalten und jetzt habe ich ein bisschen verloren, ist egal. Jedenfalls ganz wichtig ist weiterhin die Angebote machen und tatsächlich der Frau die Entscheidungen überlassen. So, weil sie muss die Konsequenzen tragen von dem Ganzen. Ja, und es spielen, deswegen das mit der Beratung, es hilft, glaube ich, wenn man lernt zu verstehen, warum Frauen bleiben. Es gibt Ängste, es gibt Trennungshemmnisse. Die Frauen haben ja nicht nur davor Angst, umgebracht zu werden, sondern sie haben Angst davor, ihr soziales Umfeld zu verlieren, sie haben Angst davor, ihre Kinder zu verlieren, sozial abzusteigen. Und dem zu begegnen, das ist ja auch schwer und da hilft es manchmal auch als Freundin, dass man schon mal ein bisschen mehr Verständnis für das hat, was eine Gewaltdynamik auch mit ausmacht. Vielen Dank für diese Hinweise. Eine weitere Frage, die uns gestellt wurde, die jetzt nicht sich an einen konkreten Fall bindet, sondern eher darum geht, was Leute allgemein tun können, um sich für das Thema zu
stark zu machen, besonders auch Männer jetzt, die von dem Problem wissen und sich gerne dafür engagieren wollen, dass das nicht mehr so stattfindet. Hast du da konkrete Vorschläge? Na, ich glaube, in erster Linie geht es immer darum, Position zu beziehen. Ja, also egal in welchen Runden, auch sehr wohl zu sagen, Gewalt gegen Frauen und Kinder, über die haben wir heute gar nicht gesprochen, die sind ja oft mit involviert, ist nicht in Ordnung. Ronska hat vorhin in der Diskussion auch die Fortbildung von von Richterinnen angesprochen, wo ja auch bestimmte Bilder existieren, die machen oft eine Trennung zwischen, er war ein gewalttätiger Partner, ist aber ja ein toller Kindsvater, da zu sagen, nee, das ist immer noch die gleiche Person und ja, muss Konsequenzen für sein Handeln übernehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Oder halt auch mit Klischees und Mythen aufzuräumen, da immer wieder darauf hinzuwirken. Ne? Also ganz oft erlebe ich in der Diskussion, naja, aber Männer erleben ja auch Gewalt. Stimmt. Und im öffentlichen Raum sogar zum Teil viel häufiger als Frauen. Da zählen dann aber auch die Kneipenschlägereien dazu und die Gewalt auf der Straße. Von dem, was häusliche Gewalt ist und Gewalt gegen, die halt in den meisten Fällen eben Gewalt gegen Frauen ist, da sind es 80%, wo die Frauen von betroffen sind. So, und dann begegnen uns oft auch so Diskussionen, naja, aber auch die Frau schlägt ja mal. Das sind aber ganz andere Dynamiken, die dahinter stecken. Da gibt es vielleicht einen gewaltvollen Konflikt, also da wird der Konflikt gewaltvoll geklärt, aber auf Augenhöhe. Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt ist davon geprägt, dass es ein Ungleichgewicht gibt und dass Macht und Kontrolle ausgeübt wird. Und da sich mit zu beschäftigen und immer wieder auch eben Position zu beziehen und mit den Mythen aufzuräumen, ich glaube, das ist ein grundlegender und erster ganz wichtiger Schritt. Vielen Dank. Wir haben Delal im Vorfeld auch Fragen zugeschickt und gestellt. Zum einen haben wir sie darum gebeten, uns einmal zu erklären, was die Istanbul-Konvention ist und ob sie uns sagen kann, ob es seit der Einführung hier in Deutschland der Istanbul-Konvention eine positive Entwicklung zu beobachten gibt. Außerdem haben wir sie gefragt, ob es Länder gibt, die bereits sehr effektiv gegen Feminizide ankämpfen und ob sie uns als Vorbild dienen. Ihre Antwort hört ihr jetzt. Ja, die Istanbul-Konvention. Seit 2011 haben wir ein sehr umfassendes Menschenrechtsabkommen des Europarates zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt. Die Istanbul-Konvention ist deshalb so genannt, weil sie in Istanbul sozusagen beschlossen wurde von 46 Mitgliedstaaten des Europarates im Jahr 2011. Sie ist für alle Staaten, die sie unterzeichnet und ratifiziert haben, geltendes Recht. Seit Februar 2018 ist die Istanbul-Konvention auch in Deutschland rechtsverbindlich. Ziel dieser Konvention ist zum einen, jede Frau ein gewaltfreies Leben zu ermöglichen und zum anderen die Gleichstellung der Geschlechter sicherzustellen. Neben sehr umfassenden Verpflichtungen zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt und häuslicher Gewalt enthält diese Konvention auch zum Schutz der Betroffenen und Bestrafung der Täter auch weitreichende Präventionsmaßnahmen, die enorm wichtig sind. Doch jetzt ist diese Konvention in Gefahr, denn leider haben einige europäische Länder wie Tschechien, die Slowakei, Bulgarien, Lettland und Litauen diese Konvention zwar selbst unterzeichnet, aber immer noch nicht in nationales Recht überführt, also nicht ratifiziert. Dann gibt es auch Länder wie die Ungarn, die eine Ratifizierung ständig blockieren. Oder der polnische Justizminister zum Beispiel kündigte neulich einen Austritt zu befürworten. Die Istanbul-Konvention in Polen wurde bereits 2015 ratifiziert. Dabei berufen sich die GegnerInnen des Abkommens immer wieder darauf, traditionelle Werte schützen zu wollen. Der polnische Justizminister sieht in den Abkommen lediglich eine feministische Schöpfungsrechtfertigung homosexueller Ideologien. Zitat Ende. Das ist besorgniserregend. Die Umsetzung der Istanbul-Konvention in anderen Unterzeichnerstaaten läuft mehr als nur schleppend. Was bisher getan wurde, reicht bei weitem nicht aus, um Frauenleben zu retten. Klar gibt es einige Punkte, die sich seit der Unterzeichnung positiv entwickelt haben, auch in Deutschland, beispielsweise die Verschärfung des Vergewaltigungsparagraphen im Jahr 2016 hin zum Nein heißt Nein. In der früheren Fassung wäre es wie diese mit der Istanbul-Konvention überhaupt nicht konform gewesen. Aber es bleibt bei den alten Regeln.
Ein unterzeichnetes Papier ist nur wertvoll, wenn es tatsächlich auch mit Leben gefüllt wird. Beispielsweise wird die Umsetzung der Istanbul-Konvention immer noch nicht zentral koordiniert. Jede Kommune, jedes Land macht so sein Ding. Die Bundesregierung hat sogar einen Vorbehalt zur Istanbul-Konvention eingelegt, der ausschließlich Frauen mit Migrationsgeschichte betrifft. Das starke Menschenrechtsabkommen gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt soll in Deutschland wohl nicht für alle Frauen gelten, sondern eben nur für bestimmte Frauen. Und da sind wir alle gefragt. Wir müssen ständig und immer wieder einfordern, dass das, was da unterschrieben wurde, auch tatsächlich eine Anwendung findet. Dass alle Berufsgruppen, die mit Gewalt betroffen in Kontakt sind, die Inhalte dieser Konvention kennen und umsetzen können. Und dass die Umsetzung auch tatsächlich für alle Frauen zugutekommt und alle Frauen davon profitieren können. So, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Damit neigt sich die Veranstaltung jetzt auch schon dem Ende zu. Ich möchte mich ganz herzlich bei unseren Expertinnen bedanken, bei Christine Fischer und bei Ronska Grimm und bei Delal Atmaca, dass sie ihre Zeit aufgebracht haben, um diesen wertvollen Input beizusteuern. Außerdem möchte ich mich ganz persönlich bei meinen Kali-Kolleginnen bedanken für die tolle Organisation. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich finde, wir haben etwas sehr Tolles auf die Beine gestellt. Außerdem geht auch ein großes Dankeschön an das Aquarium am Südblock raus für die Räumlichkeiten und das Personal und an all unsere UnterstützerInnen, mit deren Ressourcen wir das hier alles auf die Beine stellen konnten. Wenn wir euch, die das Video jetzt gerade schauen, dazu bewegen können, sich für dieses Thema in Zukunft einzusetzen, dann findet ihr unten im Beschreibungstext einen Link zu der Petition, die Lisa eben jetzt schon genannt hatte, von Christina Wolf, die sich explizit für die Umsetzung der Istanbul-Konvention einsetzt. Mit einer Unterschrift ist schon vieles getan. Außerdem, wenn ihr auch findet, dass das Thema mehr Reichweite benötigt, dann teilt und liked das Video und helft uns somit bei der Bekämpfung von Feminiziden. Vielen Dank und bis bald.